Wir haben hier die Schmetterlinge und das ist die Art und Weise, wie früher sehr sorgfältig eingetragen wurde, wenn Eingänge in die Sammlung kamen. Im Moment liegt ja alles irgendwo im Kasten. Die Collection Manager wissen genau, wo sie nach den Objekten suchen, aber man muss dem System angehören, um zu verstehen, an wen man sich wenden kann, um eine Information zu kriegen. In dem Moment, wo wir das digitalisieren und online stellen, ist diese Hürde überwunden und im Prinzip jeder, der Internetzugang hat, kann Anfragen an die Sammlung stellen oder erste Fragen überhaupt an die Objekte stellen, die in der Sammlung sind. Es gibt Gruppen, die werden stark angefragt. Da ist es sinnvoll, in die Tiefe zu gehen, mehr Informationen zu einzelnen Tieren zu erheben. Und dieses anfragegetriebene Handeln ist aus meiner Sicht zentral. Das Projekt ist gerade jetzt gestartet. Wir gehen jetzt gerade in die erste Entwicklung mit 2 verschiedenen Technologiepartnern. Wir wollen mit künstlicher Intelligenz dort arbeiten, dass einfach große Datensätze dort schneller und automatisierter bearbeitet werden können. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Wir verfolgen 2 Hauptansätze. Das eine ist wirklich en masse möglichst viele Objekte in die Datenbank zu kriegen, häufig mit Überblicksbildern. Das ist das, was wir in dem ersten Projekt hier im Raum gemacht haben. Im Rahmen vom Zukunftsplan zusammen mit der Firma Pictoray diese riesige Erschließungslinie zu entwickeln, mit der wir sehr schnell, sehr standardisiert große Mengen an Daten für die Datenbanken und Medienrepositorien produzieren können. Und das Ziel von diesem Vorhaben war, dass wir tatsächlich einen Überblick über die ganze Sammlung haben und damit Anfragen ermöglichen, neue Fragestellungen in die Sammlung herantragen lassen können, wofür einfach bekannt sein muss, was da ist. Wir haben ja 30 Millionen Objekte, grob. Hat keiner gezählt, aber irgendwas in der Größenordnung. Die Frage ist aber, wie zählt man die und was katalogisiert man? Und die Insektensammlungen sind eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Die traditionelle Katalogisierung von Insektensammlungen ist auf Artebene. Es geht primär darum, auf dieser Katalogebene alle Informationen bereitzustellen und da möglichst auch mit einem Übersichtsbild. Katalogebene kann eben auch ein Kasten sein, dann ist das Kastenbild der erste Schritt. Bei den Kästen ist es weniger problematisch, weil das Objekt erstens in Anführungsstrichen relativ flach ist. Das heißt, die Objekte sind vielleicht 2 bis 3 Zentimeter groß und der ganze Kasten ist ungefähr 40 mal 50 Zentimeter groß. In dem Fall sind es Hawk Moths, also Schwärmer. Da wird der Kasten also als Ganzes fotografiert und das machen wir mit einer hochauflösenden Kamera im Mittelformatbereich. Die hat einen großen Chip. Und damit kann man 150 Megapixel Aufnahmen machen. Es ist die Dokumentation und es ist wie eine Art Katalog, in dem Sie dann online blättern können. Naturkundliche Sammlungen haben extrem unterschiedliche Objekte. Das kleinste, was ich bisher fotografiert habe, war ein Mikrometeorit, der hat ungefähr 200 Mikrometer. Und das größte ist der Dinosaurier bei uns im Saal. Der ist saalfüllend. Jetzt, wie wollen Sie mit einer Anlage sozusagen beide Objekte darstellen oder digitalisieren? Das geht natürlich nicht. Wir haben ein bisschen einen Fokus auf kleine Objekte als Streichholzschachtel. Also das heißt, es sind im Wesentlichen Insekten und kleine Objekte. Und die sind eine besondere Herausforderung. Bei den Insekten ist es so, die haben unterschiedliche Oberflächen, also hochglänzend. Man muss sich das wie verchromt vorstellen. Und sie sind in der Makrowelt nicht darstellbar mit einem Foto. Das sind die beiden wesentlichen Herausforderungen. Die Beleuchtung und die technische Komponente der Schärfe. Technologie neigt dazu, sehr anfällig zu sein gegenüber Störungen. Das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu der physischen Sammlung, die ein Stück weit leichter zu kontrollieren war, weil es eben auch einfach ein physisches Objekt gibt, an dem man Sichtkontrollen durchführen kann. Ja, wenn ein Käfer zerfällt, sehe ich, okay, der Käfer zerfällt. Ja, da kann ich darauf reagieren. Aber eine Datei, wo möglicherweise 3 Bit verschoben sind und nicht mehr lesbar ist, das sehe ich erstmal nicht. Also das sind neue Herausforderungen ans Management von digitalen Sammlungen, die aufgetreten sind, die wir jetzt angehen müssen. Beim Digitalisieren ist es ja entscheidend, dass man die Daten hinterfindet und die Daten und das reale Objekt, also in dem Fall den Schmetterling, miteinander verbinden kann. Und das machen wir in Form eines sogenannten Identifiers. Da sind hier ein paar Etiketten ausgedruckt, da ist ein QR-Code dabei, sodass ich genau dieses Tier auch wiederfinden kann. Es geht ja darum, eine unverwechselbare Identität zu schaffen, weltweit, die dieses Tier definiert, weil dann kann es auch von der Wissenschaft genau beschrieben werden. Es
Es reicht ja nicht, die Daten zu produzieren und auf eine Festplatte zu legen, sondern sie müssen irgendwie strukturiert werden, sie müssen irgendwie abrufbar sein und das nicht nur in einem Jahr und 2 Jahren, sondern im Idealfall auch in 30 oder 40 Jahren. Aus dem großen Picture-Projekt haben wir 300 Terabyte an Daten produziert in knapp 4 Millionen Dateien. Das ist einfach eine Menge, die man auch nicht mehr als Mensch einfach so überblicken kann, sondern wo man dann auch Maschinen braucht und die entsprechende Expertise braucht, um diese Daten zu managen. Egal mit welchem Projekt wir hier im Museum angefangen haben, das kann man nie zu Ende digitalisieren. Man würde es einfach nie schaffen. Es gibt viele kleine Projekte und die digitalisieren immer einen Teil der Sammlung, aber das würde 100 Jahre dauern, bis wir dann durch sind. Das heißt, wir müssen auch in der Digitalisierung Prämissen setzen, was zuerst kommt und was nach hinten verschoben werden kann. Und im Augenblick ist es anfragegesteuert, das heißt, was kommt aus der Community als Anfrage und das wird bearbeitet. Wir haben täglich Anfragen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, die Bilder brauchen, die Daten brauchen, Informationen zu den Objekten brauchen, um neue Erkenntnisse voranzutreiben, um ihre Forschung zu betreiben. Und diesen Teil vom Forschungsprozess, den bedienen wir jetzt hier im Raum, indem wir Digitalisate bereitstellen. Und das ist kein abgeschlossener Prozess. Also die Fragen ändern sich, die Technologien ändern sich und die Möglichkeiten, die Technologie schafft, erlauben neue Fragen. Und das ist ein Thema, das wir hier im Saal ein bisschen adressieren. Also die Bedarfe, die wir kennen, können mit diesen Stationen abgedeckt werden. Wir wollen aber perspektivisch weitergehen. Wir wollen ja nicht hier stehen bleiben. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Das Digitalisieren von allen einzelnen Objekten ist unfassbar aufwendig, weil wir hier halt so viele diverse Objekttypen haben. Und das in Datenbanken mit den richtigen transkribierten Etiketten reinzubringen, das ist genauso aufwendig. Und das ist bei 30 Millionen Objekten einfach, das schaffst du nicht. Egal mit welchem Projekt, du musst versuchen, das Ganze dahinter smarter zu denken und halt das zu nutzen, was halt gerade auch andere Firmen auf dem Markt nutzen. Wir im Projekt haben die Strategie, dass wir mit Technologiefirmen zusammen neue Lösungen entwickeln wollen für die Digitalisierung. Also es ist ja so viel logischer, wenn wir Technologiefirmen mit ins Boot holen und das gemeinsam entwickeln. Dann bringen wir unsere ganze Kompetenz vom Museum mit ein, die ihre Kompetenz, und dann haben wir zusammen Lösungen, die einfach anders funktionieren. Und wahlweise haben wir auch vor im Projekt, wir wollen skalierbare Lösungen schaffen. Also kein großes ganzes System, sondern viele kleine, die man zusammen kombinieren kann und die dann ganz verschiedene Objekttypen digitalisieren kann. EDIO soll einen Ort schaffen, wo wir anfangen, aus dem Museum herauszudenken. Dass wir halt in Partnerschaften denken, dass wir mit anderen Museen denken und Digitalisierung gemeinsam denken. Dass wir quasi einen Ort schaffen, wo wir viele Kompetenzen zusammenbringen, Lösungen entwickeln wollen, die aber skalierbar und modular sind. Und das Wichtigste vielleicht auch, die Prozesse dahinter irgendwie mitdenken. Also von diesem Fokus weggehen, was digitalisieren wir, sondern wie digitalisieren wir und ob das halt viel automatisierter funktionieren kann. Und dafür wollen wir gerne Lösungen entwickeln und dafür so einen Grundstein legen, dass das Praxis wird in vielen Museen, dass man mit Partnern zusammenarbeitet. Lichtfotografie, also Fotografie mit Licht, kann heute Bereiche erschließen, die früher nur mit einem Rasterelektronenmikroskop machbar waren. Das ist immer eine Grenze, die sich mit der Technologie oder mit der Technik verschiebt. Und an dieser Grenze arbeite ich gerade. Das ist was mich immer beruflich auch gereizt hat, diese Grenzen zu erweitern.